Während draußen unentwegt die Flocken fallen und die Schneekanten an den Straßenseiten immer höher werden, der Schnee die Natur in eine stille Märchenlandschaft verwandelt und wir drinnen finnische Weihnachtssterne backen, entwickelt sich leise ein Kontakt. Ich habe Christines Kanal auf YouTube vor circa 2 Wochen entdeckt und dann ging alles sehr schnell. Mich hat Christines ruhige und reflektierte Art sofort angesprochen. Was uns verbindet, ist das gleiche Herkunftsland Deutschland und die neue Heimat Schweden und nicht zuletzt unsere Hochsensibilität. Darüber möchte ich zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal ausführlich eingehen. Wir haben nach einer Kennenlern-Mail gleich WhatsApp-Nummern ausgetauscht und haben unseren ersten Videochat gestartet. Dabei entstand gleich die Idee, etwas gemeinsam zu machen. Und so sitze ich eine Woche später hier und mache ein Online-Interview mit Christine, ohne dass sie anwesend ist. Verrückt, oder? Leider konnten wir uns aus Entfernungsgründen nicht persönlich zu einem Interview sehen. Aber die Technik macht's möglich, dass wir uns trotzdem interviewen konnten. Das ganze Interview mit Christine könnt ihr am Ende des Videos sehen. Damit ihr etwas ein Bild davon bekommt, wie hoch die Kante ist, die Schneekante an der Straße. Home sweet home. Hallo ihr Lieben. Es hat die letzte Woche wirklich unheimlich viel geschneit und so schön der ganze Schnee aussieht, so ist da auch immer eine Menge Arbeit für uns. Manchmal hilft da nur noch der Quad und ich bin sehr froh, dass wir dieses Hilfsmittel haben, um uns durch die Schneemassen zu manövrieren. Nachdem der Hof vom Schnee befreit ist, gehen wir rein und machen Weihnachtssterne. Nicht irgendwelche Weihnachtssterne, sondern finnische Weihnachtssterne. Und meine Tochter hilft mir dabei. Mhm. Perfect. So, jetzt möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen und mit dem Interview beginnen mit der Christine. Viel Spaß damit. Was hat dich dazu bewogen, nach Schweden zu ziehen? Damals konnte ich das eigentlich nicht so genau sagen, was mich dazu bewogen hat. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein genau beschreiben, was das eigentlich war für ein Gefühl. Also damals war es natürlich nur ein Gefühl, weswegen ich gedacht habe, ich muss jetzt nach Schweden auswandern. Und das war einfach das Gefühl, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe in Deutschland. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich dort irgendwo reinpasse. Ich hatte immer stark den Drang, dass ich irgendwo reinpassen wollte, dass ich versucht habe, mir Gruppen zu suchen,
wo ich dazugehören kann. Und das hat aber nie funktioniert. Ich war dann also irgendwie immer irgendjemand, nur nicht ich selbst. Und das hat natürlich irgendwann dazu geführt, dass ich mich innerlich total zerrissen gefühlt habe. Also zwischen dem, was ich nach außen hin präsentiert habe und zwischen dem, was ich eigentlich innerlich irgendwo bin, was ich aber selbst noch gar nicht so entdeckt habe. Das hat halt einen großen Leidensdruck verursacht bei mir. Und hinzu kam auch noch diese ganzen Erwartungshaltungen aus meinem direkten Umfeld, wie ich mein Leben denn zu leben habe, dass ich eben Karriere machen muss und ja, irgendwas Großes werden muss, irgendwas, ja, das irgendwie so einen gewissen Status nach außen strahlt. Und das war halt nie mein Ding. Also ich habe das zwar versucht zu machen, aber ich bin halt ständig irgendwie umhergestruggelt und habe nie so richtig, ja, war halt nie wirklich glücklich mit diesen ganzen Wegen, die ich dort gegangen bin. Und ja, das erste Mal, dass ich nach Schweden gereist bin, das war ja im Jahr 2011. Und seitdem bin ich dann Jahr für Jahr hierher gereist zum Urlaub machen, manchmal auch mehrmals pro Jahr. Und das war immer so ein Gefühl der Freiheit. Also ich bin dann immer bewusst irgendwo hin in die Einsamkeit, in die Natur, wo ich nur mit mir selber sein konnte. Und das hat natürlich in mir diesen Wunsch erweckt, ja, da möchte ich hin. Also ich möchte genau in diese Einsamkeit. Und das war die treibende Kraft, dass ich irgendwo hin wollte, wo ich eben einsam bin und wo mir sozusagen keiner reinreden kann. Denn ich bin dann ausgewandert, was halt in meinem Umfeld keiner vorher gemacht hat. Das heißt, keiner konnte mir irgendwie reinreden, ich muss das so und so machen oder ich muss diesen und jenen Weg gehen. Und das war halt total die Befreiung für mich. Ich konnte also das erste Mal wirklich all das tun, was sich für mich richtig angefühlt hat, ohne bewertet zu werden, denn keiner wusste es besser. Und ja, also das war ein wichtiger Teil von meiner Selbstfindungsphase, diese Auswanderung. Was schätzt du am meisten an deinem Leben in Schweden? Die Naturverbundenheit. Das ist was ich brauche, auch wenn es teilweise, vor allem im Winter, jetzt eben auch sehr anstrengend und hart sein kann, mit der Natur zu leben. Ich brauche das. Ich habe oder ich merke auch immer wieder, wenn ich zurück nach Deutschland fahre, um dort ja, Freunde und Verwandte zu besuchen, dann merke ich, das ist irgendwie nichts für mich. Wenn ich dort in der Stadt bin, dann ist das natürlich mal schön, wieder dort zu sein und mal wieder diesen Kontrast zu haben. Aber ja, nach kurzer Zeit spüre ich dann wieder, dass ich ja wieder zurück in diese Natur muss. Und hier gehe ich raus und ich habe sie einfach vor der Haustür. Und das ja, findet man in Deutschland ja dann doch eher selten oder nicht in dem Umfang, wie man es eben hier hat. Was ist die größte Herausforderung für dich mit dem Leben in Schweden? Ja, das ist die Einsamkeit, würde ich immer noch so sagen. Obwohl, es hört sich ein bisschen paradox an. Ich bin natürlich hierher gekommen, weil ich genau diese Einsamkeit gesucht habe. Aber irgendwann habe ich dann natürlich auch festgestellt, komplett einsam zu leben, ist einfach auch nicht das, was gut ist für uns Menschen. Wir sind eben soziale Wesen. Und auf Dauer kann das, glaube ich, keiner gut ertragen. Also wir brauchen immer irgendjemanden, mit dem wir uns austauschen können, zu dem wir uns verbunden fühlen. Und das ist hier halt schwierig. Ja, ich würde aber auch nicht sagen, dass ich es da in Deutschland leichter hätte. Das liegt einfach an meiner Persönlichkeit, dass ich da immer wieder Probleme habe, mich verbunden zu Menschen zu fühlen. Mm, Ja, also deswegen ist das eigentlich so die größte Herausforderung in meinem Leben, mit dieser Einsamkeit umzugehen und zu versuchen, mich zu integrieren und ja auch ein soziales Netz aufzubauen, in dem ich mich sicher fühle,
in dem ich getragen werde und wo ich auch weiß, ja, ich werde halt einfach aufgefangen, wenn ich falle. Nenne 3 Dinge, die du in Schweden gut findest und 3 Dinge, die du schlecht findest. Ich finde es total super, dass es hier in Schweden eine mobile Bank-ID gibt, die an die Personennummer geknüpft ist. Denn das macht das Leben wirklich super easy. In Deutschland hat man ja zigtausend Passwörter, Zertifikate und Benutzernamen für alle möglichen Dinge, wo man sich eben einloggen muss. Und hier macht man das einfach mit der Personennummer, mit dieser Bank-ID, die eben an das Bankkonto geknüpft ist. Und das ist super easy, sich damit zu identifizieren. Damit kann ich zur Post gehen und meine Pakete abholen. Damit kann ich Zahlungen autorisieren. Damit kann ich mich beim Skatteverket einloggen. Ja, damit kann ich meine Gesundheitsakte einsehen. Es ist einfach super einfach mit der mobilen Bank-ID. Das finde ich wunderbar. Ich mag auch die schwedische Bahn, die SJ, denn ich finde, die, ja, die bekommen es super gut hin, wenn ein Zug ausgefallen ist, dass man dann trotzdem an den Zielort gelangt. Und das passiert alles automatisch, ohne dass man da irgendwie hinterher hinken muss. Vor allem bei meinen langen Reisen, die ich immer mit dem Zug mache nach Deutschland. Es gibt jetzt übrigens ein Superticket, wo man von Berlin oder Hamburg bis nach Stockholm fahren kann mit einem Nachtzug ohne Umstieg. Und das Ganze ist bei der SJ buchbar. Und ich kann jetzt sogar mit einem Ticket, was ich bei der SJ buche, von meinem Heimatort bis nach Hamburg oder Berlin fahren. Und das ist einfach super, denn wenn dann irgendein Zug ausfällt oder Verspätung hat, dann sorgen die dafür, dass ich am Ziel ankomme. Und das hat auch schon dafür gesorgt, dass ich dann einfach mal von Sundsvall bis nach Hause eine Taxifahrt spendiert bekommen habe. Und das lief alles automatisch, also das mag ich sehr. Und ich liebe es total, dass man hier in der Online-Apotheke gesunde, ökologische Produkte sich einfach nach Hause bestellen kann. Das macht es super einfach, hier auf dem Land zu überleben, wenn man eben nicht die Gelegenheit hat, ja, jede Woche in die Großstadt zu fahren, einfach weil die Wege so weit sind. Da ist das eine super Sache, dass man sich das online bestellen kann und dass man dann die Lebensmittel nach Hause geliefert bekommt. Das war in Zeiten, wo ich hier noch alleine gelebt habe, ohne Auto, so wertvoll. Ja, also das hat mir ein bisschen das Überleben gesichert. Ja, dass ich das auch ohne Auto leisten konnte. Jetzt mit Markus haben wir ja ein Auto, womit wir ein bisschen flexibler sind, wofür ich sehr dankbar bin. Aber trotzdem nutzen wir eben auch diese Online-Angebote, damit wir nicht so viel fahren müssen, vor allem jetzt im Winter bei den Eisstraßen. Und über die 3 Dinge, die ich hier nicht so gut finde, da musste ich ein bisschen suchen. Aber ja, die Steuern sind auf jeden Fall ein Thema. Schweden hat unglaublich hohe Steuern und ja, das merkt man einfach überall. Mein kleines Kätzchen möchte wieder Aufmerksamkeit. Ich finde es auch nicht so gut, dass man so unglaublich hohe Selbstbeteiligungen im Gesundheitssystem hat. Allgemein sagt man ja immer, das Gesundheitssystem ist hier kostenlos, ist aber eigentlich nicht so, denn wenn man dann irgendwas hat und zum Arzt muss, dann ja, kann man schon eine ganz schöne Menge bezahlen, auch wenn es den sogenannten Hochkostenschutz gibt. Da fällt vieles ja auch gar nicht mit rein, so wie ich jetzt die Erfahrung gemacht habe mit meinen Zähnen. Ja, also es gibt immer 2 Seiten von so einer Medaille und ich mag diese Regelungen überhaupt nicht, die es hier im Gesundheitssystem gibt. Also ja, damit stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Und eine dritte Sache, die so richtig greifbar ist, kann ich jetzt gar nicht nennen. Da müsste ich, glaube ich, wieder viel weiter ausholen, wenn ich jetzt noch eine Sache nenne, um die zu erklären. Und das lasse ich an dieser Stelle mal. Wie hat dich Schweden bereits verändert? Wer warst du vorher? Also vorher war ich auf jeden Fall nicht ich selbst.
ich war eine Person, die ständig auf der Suche war nach sich selbst, die ständig irgendwelche neuen Masken getragen hat, um dazu zu gehören. Also ich habe alles versucht, irgendeiner Gruppe zuzugehören und habe mich dementsprechend unterschiedlich gekleidet, mich unterschiedlich verhalten. Ja, ich war alles, nur nicht ich selbst. Ich war ängstlich, ich war nicht selbstbewusst. Ja, also eine schwierige Zeit, zu der ich eigentlich gar nicht mehr zurückblicken möchte. Wer bist du jetzt? Ähm, Die Schlussfolgerung aus der Frage zuvor ist, dass ich jetzt viel, viel mehr ich selbst bin, als ich es vorher war. Ich fühle mich mehr und mehr im Reinen mit mir selbst. Ja, ich arbeite immer wieder daran, mit meinen Ängsten umzugehen, dass ich angstfreier durchs Leben gehen kann. Und ja, dass ich mich eben mehr und mehr auf mich selbst besinnen kann. Und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zur letzten Frage in diesem kleinen Kapitel. Wer möchtest du in 5 Jahren sein? Eigentlich möchte ich selbst bleiben, so wie ich jetzt bin. Wenn ich mir aber wünschen könnte, würde ich natürlich mir wünschen, dass ich einfach keine Ängste hätte und dass ich immer jeden Tag mit so einer Leichtigkeit durchs Leben hüpfen könnte. Das wäre natürlich sehr schön. Ich glaube aber, das ist eine Illusion, denn wenn man nur mit Leichtigkeit durchs Leben gehen würde, würde man die vielleicht auch gar nicht mehr zu schätzen wissen, weil man ja dann nur diesen einen Zustand kennt. Und von da an, ja, also ich möchte weniger Ängste haben, das auf jeden Fall. Aber ansonsten möchte ich eigentlich so bleiben, wie ich bin. Damit fühle ich mich ganz wohl. Welchen Rat kannst du Menschen geben, die über eine Auswanderung nachdenken? Ich bin kein Fan davon, Ratschläge zu geben. Deswegen möchte ich einfach nur sagen, hör darauf, was du brauchst. Also schau dir an, was dich im Leben glücklich macht oder nach welchen Werten du leben möchtest und was dir da eben noch fehlt und wie du das am besten umsetzen kannst. Und wenn du denkst, dass da eine Auswanderung in Frage kommen könnte, weil du zum Beispiel die Naturverbundenheit hier so zu schätzen weißt oder weil du die schwedische Mentalität zu schätzen weißt, weil du dich damit identifizieren kannst. Also wenn du Gründe findest für eine Auswanderung, die dein Leben bereichern, dann mach das auf jeden Fall. Und ja, wenn du Ängste hast, dann geh da einfach tiefer rein und frage dich, was sind das eigentlich für Ängste, wo kommen die her? Weil irgendwas steckt ja immer dahinter. Meist deuten Ängste ja darauf hin, dass man, ja, vielleicht, dass man Schwedisch nicht so gut kann oder dass man die finanziellen Mittel nicht hat oder dass man nicht weiß, wie man dort überleben soll. Und dann kannst du dich ja fragen, was kannst du da tun, dass du es vielleicht doch schaffst. Prinzipiell würde ich sagen, eine Auswanderung ist auf jeden Fall den Schritt wert, auch wenn man nicht weiß, ob es klappt. Man geht da eine große Unsicherheit ein und selbst wenn es am Ende scheitert, dann war es auf jeden Fall die Erfahrung wert. Von da an finde ich es eigentlich eine gute Sache, das zu tun. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber da muss, wie gesagt, jeder seinen eigenen Weg finden. Es ist ja nicht jeder dafür gemacht, alles hinter sich zu lassen und dann irgendwo einfach einen Neuanfang zu wagen. Also ja, hör da einfach auf dich und auf dein Herz. Vielen Dank, Christine, dass du meine Fragen beantwortet hast. Das können wir gerne noch einmal machen. Ich wünsche euch und dir noch eine gute Zeit in Schweden und wir bleiben gerne in Verbindung. Wenn dir, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin, dieses Video gefallen hat und das Thema Schweden und das Auswandern dich interessiert, dann schaut doch mal im Kanal von Christine vorbei.
Da gibt es wirklich viel zu entdecken. Aber bevor ihr das macht, hinterlasst gerne ein Like und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.